Am 8. November 2025 bespannte 110039 im Fahrtziel Naturdesign den IC 2310 Nordfriesland auf der Fahrt von Köln nach Westerland. Natürlich schob die Lok den Zug nicht ganz bis nach Westerland auf Sylt, sondern wurde für das nicht elektrifizierte Stück ab Itzehoe durch eine Diesellok der Baureihe 245 ersetzt. Rocco hat Ende 2024 das Modell der 110039 bereits als zweites Exklusivmodell in der Fahrtziel-Naturreihe in verschiedenen Varianten auf den Markt gebracht. Erst vor wenigen Wochen hat Rocco nun das inzwischen dritte Set mit Waggons des IC 2310 und dem Zuglauf von Frankfurt nach Westerland bzw. Dagebüll ausgeliefert. Auch einen passenden Steuerwagen zum IC 2310 in AC sowie DC-Ausführung gibt es bereits im Rocco-Sortiment. Das Video zeigt nun den IC 2310 Nordfriesland in Modell und Vorbild. Am 26. September 2025 hat die Deutsche Bahn allerdings bereits das Ende dieser Zugverbindung angekündigt. Ab 11. Juli 2026 werden sie durch die neuen ICEL ersetzt. Aufgrund der geplanten Einstellung aller IC1-Angebote der Deutschen Bahn zum Jahreswechsel sind auch die Baureihe 101 sowie die IC1-Waggons betroffen. Hierfür gibt es zukünftig keine Verwendung mehr. Fast die Hälfte der Loks der Baureihe 101 ist bereits abgestellt oder verschrottet, wovon mit 111019 auch die erste Lok im Fahrtziel Naturdesign betroffen ist, die am 8. Mai 2025 final zerlegt wurde. Außerdem gibt es im Video noch ein paar generelle Neuigkeiten zum Zugverkehr auf der Marschbahn. Viel Spaß beim Schauen des Videos. Bereits seit April 2001 kooperieren die Umweltverbände BUND und NABU sowie der Verkehrsclub Deutschland und die Deutsche Bahn im Verbund Fahrtziel Natur. Ziel der Kooperation ist es, den touristischen Verkehr zu den Naturlandschaften vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern. Es werden Reiseangebote entwickelt und kommuniziert. Ein Medium sind Lokomotiven der Deutschen Bahn. Neben der ehemaligen 111019 ist seit Mitte des vergangenen Jahres auch 111039 in einem attraktiven Naturdesign beklebt. Auf der Modellbahnseite ist Rocco mit dem Boot und hat beide Loks exklusiv als H0-Modell umgesetzt. Kommen wir zurück zum IC 2310 Nordfriesland, der seit dem Fahrplanwechsel 2324 in Köln statt in Frankfurt startet. Schauen wir uns Zuglauf und Wagenreihung etwas genauer an. Am 8.11. schob 111039 den IC nach Itzehoe. Hinter dem 2. Klasse Steuerwagen folgen 8 Waggons, 5 Großraumwagen 2. Klasse, davon einer mit behindertengerechter Toilette, ein gemischter 2. Klasse Wagen mit Abteilen und Großraum, ein 1. Klasse Abteil und ein 1. Klasse Großraumwagen. Alle Wagen stammen aus dem ab 2012 gelaufenen Modernisierungsprogramm, genannt IC Mod, und sind an einem zusätzlichen M in der Bezeichnung zu erkennen. Am 8.11. war die Abfahrt des IC 2310 in Köln Hauptbahnhof um kurz nach 9 und der Zug erreichte nach Halten in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Münster und Hamburg Hauptbahnhof nach 4 Stunden mit leichter Verspätung. Von hier ist es für 111039 noch eine Stunde auf dem letzten elektrifizierten Abschnitt bis Itzehoe. In Itzehoe erfolgt der Lokwechsel auf eine Diesellok. Am 8. November 2025 war es 245 025. Nach Halten in Heide und Husum erreicht die Lok um 3:45 Niebüll. Hier erfolgte noch eine Woche vor diesen Aufnahmen das Abtrennen der ersten beiden Kurswagen für die kurze Fahrt nach Dagebüll. Das war am 8. November bereits entfallen und so erreicht der Zug nach der Fahrt über den Damm pünktlich Westerland. Am nächsten Morgen fährt er als IC 2311 wieder zurück nach Köln. Wie es der Zufall will, fuhr am 8.11. in Hamburg Hauptbahnhof auf dem Nachbarbahnsteig zum einfahrenden IC 2310 bereits der Nachfolger auf einer Testfahrt als ICE 1148 ein. Zu sehen ist der neue ICEL des spanischen Herstellers Talgo, geschoben von einer Vectron MS Leilog des österreichischen Unternehmens ELL, das sich in französischem Besitz befindet. So wird es dann im kommenden Jahr wohl auch für den Weg bis Itzehoe aussehen. Da der ICEL nicht mehr geteilt werden kann, ist anstelle der Kurswagen nach Dagebüll in Niebüll ein Umsteigen in das Angebot von RDC erforderlich. Weggefallen ist zum Jahresbeginn bereits auch der Sylt Shuttle Plus, besser bekannt als die Geisterbahn, der meist nur an den DB Autozug angehängt war. Mehr dazu findet man in meinem entsprechenden Video, in dem ich das Rocco-Modell des Sylt Shuttle Plus vorgestellt habe. Die DB bietet aktuell 3 der Triebwagen zum Kauf an.
Ebenfalls zum Jahresbeginn wurde das Redesign des RE6 vorgestellt. 90 Merit-Pair-Waggons der Marschbahnparks sollen laut DB-Meldung bis 2026 modernisiert und neu eingekleidet werden. Enttäuscht war ich allerdings, dass ich jetzt zum Jahresende 2025 keinen einzigen der neuen Züge zu sehen bekam. Mehr als die Hälfte der Marschbahngarnituren fahren derzeit noch im alten Design. Aber dann passiert es am Ende doch noch. Der allerletzte Zug, den ich mir anschauen wollte, kam dann doch im neuen Design. Marschbahnpark 4 ist der Beweis, dass das neue Design existiert. Zum Abschluss nun der Horrorhammer für die Marschbahn. Der seit Mai 2025 neue CDU-Bundesverkehrsminister Schnieder hat die Prioritäten der Bahnprojekte neu verteilt. Der Schwerpunkt soll zukünftig auf die sogenannten Hochleistungskorridore gelegt werden. Laut Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Matzen ist dies zwar keine konkrete Absage, aber eben auch keine Zusage für die Weiterplanung des zweiglasigen Ausbaus der Marschbahn. Der Ausbau ist in der Schwebe und könnte um 15 Jahre auf das Jahr 2045 verschoben werden. Inwiefern auch die Mitte des Jahres begonnene Planung der Elektrifizierung der Strecke ab Itzehoe von den Verschiebungen betroffen sein könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Man darf gespannt sein. Passend zum IC 2310 am 8.11.25 hat Rocco alle Zugteile im Modell umgesetzt. Allerdings in der Wagenreihung des Fahrplans 2022-23 ab Frankfurt. Schauen wir uns dazu die Tabelle aus dem Vorbildteil noch einmal an. Die Wagennummer in der oberen Spalte bezieht sich dabei auf die Wagenreihung beim Original ab Dezember 2023. Die Wagennummer in dieser Reihe entspricht dem Aufdruck des Rocco-Modells. Noch vor der Lok im November letzten Jahres ist der AC-Steuerwagen im Juli 2024 mit dem Zugziel Dagebüll erschienen. Bereits im März 2024 erschien das erste Set bestehend aus 3 Waggons. Parallel kam auch Set 2 mit 4 Waggons auf den Markt, wobei das Bordbistro ab dem Fahrplanwechsel 23/24 nicht mehr im Fahrzeugverbund enthalten war. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 hat die Deutsche Bahn alle IC1-Bistrowagen außer Betrieb gestellt. Vor wenigen Wochen im Juli ist nun Z3 erschienen, das den Zug in der aktuellen Reihung komplettiert. Mit Wagen Nummer 5 ist ein weiterer Kurswagen nach Dagebüll erschienen, der in die aktuelle Nummerierung beim Original passt. Ordnet man den Modellsets die Wagenreihung bis zum Fahrplan 22/23 zu, ergibt sich folgendes Bild. Wagennummern und Zuglauf passen bis auf Wagen Nummer 5 und der Wagen mit der Nummer 7 fehlt. Da die Wagensets 1 und 2 vergriffen sind, werde ich hier nur die verfügbare Lok, den Steuerwagen und Z3 vorstellen. Dabei zeige ich von Lok und Steuerwagen die AC-Version. Das Rocco-Modell der 101039 ist mit 22 cm Länge exakt im Maßstab 1:87 nachgebildet. Es wird als DC-Analog sowie DC- und AC-Digitalversion angeboten. Das AC-Modell bringt 465 Gramm auf die Waage und ist mit einem gepufferten CIMO Sounddecoder ausgestattet. Alle 4 Achsen sind angetrieben und die beiden Räder einer Achse tragen Haftreifen. Schauen wir uns kurz die Lichtfunktionen an. Die Frontpartie ist beim Modell gut umgesetzt. Das gleiche gilt auch für die Seitenbedruckung. Die Stromabnehmer reichen mit gutem Andruck bis an die Oberleitung. Das Modell ist mit diversen Soundfunktionen ausgestattet, hier einige Beispiele. Kommen wir zum Steuerwagen. Der Steuerwagen ist mit 30,3 cm Länge exakt im Maßstab 1:87 umgesetzt. Das Gewicht ist mit 170 Gramm für die AC-Version allerdings etwas leicht geraten. Das führt dazu, dass bei führendem Steuerwagen das Modell auf Weichen durch den Schleifer schon mal aus der Schiene gehoben werden kann. Der eingebaute Funktionsdecoder bietet 6 Lichtfunktionen, von denen eine allerdings etwas versteckt ist.
In der Bedienungsanleitung ist für die Innenbeleuchtung die Funktion F5 angegeben. In der Decoderbelegung findet man die Innenbeleuchtung auf dem Ausgang AUX 5. Daneben ist eine separate WC-Beleuchtung angegeben, die auf dem Ausgang AUX 6 liegt. Will man diese zum Beispiel über die Funktion F8 separat schalten, muss die Decoder-Variable 460 vom Wert 5 auf den Wert 8 geändert werden. Innen- und WC-Beleuchtung werden heller, wenn man CV511 vom Wert 88 auf den Wert 248 erhöht. Die Bedruckung auf den Wagen ist klar und gut lesbar. So zeigt der Vergleich mit dem Original eine sehr gute Übereinstimmung. Anders als die von mir beim IC 2310 fotografierte Bauart vom Typ 286.1 hat Rocco die Variante 286.3, von der nur 9 Stück hergestellt wurden, umgesetzt. Das Vorbild des Rocco-Modells, das sich am Kopf sehr gut unterscheiden lässt, ist derzeit noch im Bestand der DB. Bei den beiden Waggons des Wagensets 3 handelt es sich um Großraumwagen zweiter Klasse. Beide Waggons befinden sich aktuell nicht mehr im Bestand der DB. Auch wenn die Wagen der Bauart 284.4 und 284.5 aus 2 verschiedenen Ursprungsserien stammen, sind sie nach dem Modernisierungsprogramm nahezu identisch. Zu sehen ist einmal die Vorder- und einmal die Rückseite des Waggons. Die Länge entspricht exakt dem Maßstab 1:87 und mit 182 Gramm Gewicht sind sie etwas schwerer als der Steuerwagen. Der Wagen Nummer 5 ist als Kurswagen nach Dagebüll beschriftet. Auch bei den Waggons ist die Bedruckung vorbildgerecht. Nur der Schalter scheint etwas verrutscht zu sein. Die Wagenabstände sind sehr eng gehalten, was durch die Verwendung von Kurzkupplungen ermöglicht wird. Als Alternative sind dem Modell auch Bügelkupplungen beigelegt. Rocco bietet eine sehr schöne Lok mit einem interessanten Zugset an. So bleibt der IC 2310 Nordfriesland auch über das nächste Jahr hinaus bestehen. Die Modelle sind mit diversen Funktionen ausgestattet, wobei mich, wie auch bei einigen anderen Modellen, das Flackern des Lichts stört, das bei Decodern alternativer Hersteller so nicht auftritt. Glücklicherweise fällt es ohne Kamera und bei normaler Beleuchtung nicht so stark auf. Der optische Eindruck des Modells überzeugt dagegen vollständig. Ach übrigens, wie aktuell auf der Marschbahn, fährt der Marschbahn Park 12 auch bei mir noch im nicht modernisierten Design. Zum Abschluss noch eine kleine Fahrszene mit einem schnitttechnisch verlängerten Zug. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Tschüss und bis dahin.